Stück ist es eine ganz große Besonderheit der Resurrezione. Die wurde am Ostersonntag in 1708 aufgeführt. Und das war eine ganz besondere Gelegenheit. Wie sehr oft die Sache in Italien und ganz besonders in Rom, alles, was zu dem Zeitpunkt aufgeführt wurde, hatte immer politische Interesse. Und das Ruspoli, das war ein Adliger, bei dem Händel gearbeitet oder unter Vertrag stand. Für ihn hat er diese ganz besonderes Oratorium komponiert. Es war, wie gesagt, eine politische, aber auch auf höchstem Niveau ein ständiges Duell mit den anderen Komponisten. Zur gleichen Zeit in Rom waren Leute wie Scarlatti, Caldara, also wirklich die absolute größte Meister der Zeit. Heutzutage, wir sind gewohnt zu denken, Händel, der große Genie. In Rom haben alle auf Händel gewartet. Das ist natürlich völlig falsch. Händel kam mit 22 in Rom an. Also ein absoluter unbekannter Komponist für Rom. Und er ist plötzlich bekannt geworden, weil er in San Giovanni Laterano auf dem fantastischen Orgel gespielt hat. Und er galt als große Virtuoso. Virtuoso war jemand, der auf höchstem Niveau improvisieren konnte. Und dann natürlich gehörte der Händel zu den Musikern, die so etwas machen konnten. Und ein Jahr später, eben 1708, nachdem er sehr viele andere Werke komponiert hat, schreibt er diese wunderschöne Oratorien. Die Geschichten an sich sind nicht wahnsinnig viel anders als eine Soap-Opera oder seine Netflix-Serie. Intrigen, Liebe und die Musik hat eine bestimmte Frische, die das Ganze extrem überträgt. Das Wichtigste ist, sage ich immer, einfach, lass nicht nur die Musik, sondern eben die Geschichte spielen. Es gab dieses Verbot von dem Papst, man durfte eigentlich keine Oper aufführen. Natürlich hat man als Künstler der Zeit immer versucht, dieses Verbot umzugehen, indem man einfach Stücke aufgeführt hatte, die genau die gleiche Intensität an Erotik oder an Sinnlichkeit hatte, ohne dass man dann diese tatsächlich auf einer Bühne präsentieren konnte. Es ist auch interessant zu erwähnen, dass nicht nur es war ein Verbot, dass diese Oper aufgeführt wurde, aber auch, dass die Frauen singen. Und interessanterweise, Ruspoli, obwohl er ganz genau wusste, dass er das nicht machen durfte, er tut es. Das war jetzt schon etwas gegen den Papst. Und es scheint so zu sein, dass es am Tag drauf sofort die Information bekommen hatte von dem Papst, ja, das geht überhaupt nicht so, das darfst du nicht. Es scheint so, dass ein männlicher Sänger die Rolle von der Maddalena übernommen hat. Also ganz sicher sind wir nicht. Und auch vielleicht ist es nicht schlecht zu denken, dass es normalerweise in den Oratorien zwischen den zwei Teilen gab es so eine Art Predigt. In dem Sinn gab es nicht. Bei La Resurrezione hat man getrunken und gegessen. Also es war schon ganz besonders.